Wieder einmal heißt es Fliegen und Laufen. Es geht von Buenos Aires heute nach Mendoza, wo ich die Expo für den Ultra Aconcagua Race besuchen werde. Denn am Samstag, bereits in 2 Tagen, heißt es für mich 50 Kilometer Aconcagua Ultra Race. Der Aconcagua ist der größte Berg der Welt außerhalb Asiens und befindet sich in den Anden zwischen Argentinien und Chile. Ich freue mich drauf. Ja, jetzt hier in Mendoza gelandet, heißt das für mich sofort weiterflitzen und den Kit abholen, denn nur das ist heute in Mendoza möglich. Ab morgen ist es dann nur an der Startlinie und das ist schon oben in den Bergen. Das wäre mir großer Aufwand, dort einfach nur hinzufahren, um den Startkit abzuholen und einiges an Kilometer zu schrubben, und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das heute schon zu machen, hier in der Stadt Mendoza, dann dafür 2 Tage hier zu bleiben und das Ganze ein bisschen gediegener und auch entspannter zu sehen. Das ist der Chip, das ist meine Nummer. Den Chip muss ich jetzt hier aktivieren. Schauen wir mal. Das ist das blaue Band für den Transport. Ist das nicht schön hier? Das ruhige, besinnliche Mendoza. Ja, gerade noch die kleine Expo besucht für den Aconcagua-Lauf. Und jetzt nochmal dabei ein paar Runden zu drehen. Heute auf dem Plan stehen lockere Stunde. Also so 12 Kilometer ungefähr. 10 bis 12 Kilometer. Ist so das, was ich mir vorgenommen habe. Dann morgen auch nochmal laufen. Bin als quasi Materialcheck in der Pollen Montur. Und dann geht es auch schon da drauf nach Uspallata und von da aus dann hoch zum Aconcagua für die 50 Kilometer Ultra Trail. Ich habe fertig. Das waren 11,4 Kilometer, eine ganze Stunde hier rumgelaufen. Sehr schön, hat Spaß gemacht, und morgen, wie gesagt, dann der nächste Lauf, Materialtest. Gut wird's werden. Ja, und jetzt nochmal der letzte Materialtest. Wie ihr seht, laufe ich mit Weste, schon mal die Laufsocken und die Laufschuhe für den Samstag angezogen. Ist die Adidas Terex. Habe ich das letzte Mal vor einem Jahr an beim Ultra Trail Bariloche. Und mal schauen, wie die sich noch anfühlen. Aber bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Auf dem Plan stehen heute ein bisschen mehr als 12, 13 Kilometer. Und ganz gemütlich ein paar Stretching-Übungen machen und dann den Abend ausklingen lassen. Ja, ich habe fertig. Das waren jetzt 12,5 Kilometer. Jetzt wieder zurück hier in der Unterkunft. Heißt es für mich jetzt, mit dem angenehmen Teil loszulegen, mit dem besten Teil jeder Laufreise, den Carbs schaufeln. Jetzt heißt es für mich erstmal eine fette Pizza reinladen. Morgen wird auch fast den ganzen Tag nur gegessen. Morgen früh geht es erstmal los von hier aus Mendoza nach Uspallata. Und dann übermorgen früh
Um 5 geht es dann auch schon los in die Berge und dann der Ultra Trail. Also ich freue mich riesig drauf, aber jetzt erstmal umso mehr auf die leckere, fette Pizza. Hallo aus Uspaschatta. Ich zeige euch mal, was in dem Race Kit für morgen alles so enthalten war. Einmal das Laufshirt, sehr schön, ganz, ganz leichtes Material. Dann die Laufnummer mit Kit, eigentlich schon ans T-Shirt angebracht. Typisch Mendoza, eine kleine Flasche Wein. Wie soll es auch anders sein? Ein Malbec. Mit dabei eine kleine Tüte Yerba Mate und weil es so schön war, noch ein zweites Paket. Weiter geht es mit Nüssen und noch eine kleine Packung Nüsse. Dann Granola, also Müsli-Mix. Ein Riegel, ein Müsli-Riegel. Ein Tron. So eine Waffel mit so Schaumfüllung, also sehr, sehr lecker. Aber voll auf Acesso de Azucares y de Kalorien, also sehr viele Kalorien und viel Zucker enthalten. Dann so Gummitierchen, so Gelatine-Masse. Falls der Tee lose nicht gut funktioniert, gibt es den auch in einem Teebeutel. Und weil einer nicht reicht, gibt es noch einen zweiten dazu. Ja, also nicht schlecht gefüllt das Ganze hier. Und ja, jetzt bin ich gerade dabei, noch meine Sachen für morgen zusammenzupacken. Und das ist meine Ausrüstung für morgen. Hier seht ihr mal ganz schön viel, das ich mitschleppen muss. Die Pflichtausrüstung beinhaltet richtig viel. Also es ist von der Jacke bis über Thermohemden, eine lange Hose, eine Drillerpfeife, Sonnenbrille etc. etc. Das ist alles Pflichtausrüstung. Und mal schauen, wie das morgen dann wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, ihr genießt die wunderschönen Bilder von dieser einzigartigen Landschaft, wie ich diesen Lauf genießen werde. Und los geht's. 50 Kilometer Aconcagua Ultra Trail. Jetzt hier mal knapp 5 Kilometer, die erste größere Steigerung. Die ersten 5 Kilometer fielen mir schon relativ schwer. Jetzt geht es erstmal hoch auf 4400 Meter. Wieder, hier geht's richtig steil bergauf. Hui. So, hier bei der ersten Station, nach 5 Kilometer auf 3600 Meter Höhe. Wunderschöne Aussicht, jetzt hole ich mir was zu essen und dann geht's weiter.
Kilometer 12. Boah, bin ich am Arsch, ey. Wie das schlaucht. Es geht nur 12 Kilometer bis jetzt steil bergauf. Das schlaucht ungemein. Die einzige Motivation, die ich habe, noch 2 Kilometer. Und dann heißt das, ja, 14 Kilometer bergab. In der nächsten Station angekommen, in Plaza Francia, auf 4300 Meter. Ich war am Arsch, also ich war wirklich am Arsch. Habe mich total übel gefühlt, dizzy, benebelt, konnte kaum mehr laufen und dachte eigentlich, das war's. Der Doktor hat gesagt, setz dich hin, trink 2 Socken, trink ganz viel und ess viel Salziges. Und jetzt nach 5 Minuten bin ich wieder ausgewechselt. Also ich war überhaupt nicht an keine großen körperlichen Beschwerden. Ist einfach nur die Höhe. Und die Höhe ist echt anstrengend. Bei 4300, 4400 Meter jetzt hier. Ja, ist es schon krass. Aber guckt euch diese Aussicht an. The mountain's breath is cold and clean. This morning air so fresh and keen. A silent prayer beyond compare. I feel it flowing everywhere. It fills my lungs so tired and weak. Gives me the strength that I do seek. Your power stands so firm and tall. Through every season, never fall. Never moving, never bending, always making hearts ascending from the fear. Ja, da hat's mich hingehauen. Oh, scheiße. Wow. I see the world so crystal clear. There's nothing left to fear, my dear. The eagle flies so. So, die Temperaturen sind jetzt wesentlich angenehmer. Jetzt noch zum Start waren es -1 Grad. Als es hochging, ging die Temperatur runter auf -4 Grad. Und jetzt haben wir schöne 12 Grad. Das ist doch das perfekte Laufwetter. Und ja, mit diesen Worten habe ich jetzt auch die 25 Kilometer erreicht. Theoretisch die Hälfte der Strecke. Ein Stäbchen Wasser aufgefüllt. Und jetzt werde ich mir noch ein Stück Pizza gönnen und dann geht es gleich weiter. Hier habe ich mir ein Stück Pizza gegönnt und lecker Coca-Cola. Nächster Stopp, 5 Kilometer. Und jetzt ist alles viel flacher, viel ruhiger. Ja, lässt sich jetzt aushalten. Theoretisch fehlen noch 18 Kilometer. Schauen wir mal. Meter 35. Jetzt fehlen nur noch 15. Aber die haben es echt in sich. Ist das anstrengend heute.
Ich war schon so nah und doch so fern. Man muss hier noch einen kleinen Umweg laufen. Nochmal 4 Kilometer Berg hoch oder 3 Kilometer Berg hoch und 1 Kilometer bergab. Und dann ist der Drop sämtlich gerutscht. Ja, ich habe das Gefühl, es hört nicht auf. Otra vez. Wieder mal wie letztes Jahr kamen alle Emotionen hoch. Oh, was für ein anstrengender, krasser Lauf. Jetzt muss ich unbedingt auf die Toilette. Mehr gleich. Ja, das war's jetzt mit dem Video von meinem ersten 50 Kilometer Ultra Trail und ganz sicher war es einer dieser Läufe, die man sein ganzes Leben nicht vergisst. Der Aconcagua Ultra Trail er war brutal, wunderschön fordernd und tief bewegend. 50 Kilometer durch eine der beeindruckendsten Landschaften Südamerikas hinauf auf 4400 Meter Höhe auf den Plaza Francia. Die Höhe habe ich extrem gemerkt. Ja, wie soll ich sagen, es fiel mir schwer zu atmen, Benommenheit, jeder Schritt ein Kampf und dann diese Landschaft. Der Aconcagua mit 6.961 Meter, der höchste Berg der Welt außerhalb Asiens, immer prägsam, roh, mächtig still, eine Kulisse, die jede Anstrengung relativiert und gleichzeitig noch intensiver macht. Das war mein Video zum Ultra Trail Aconcagua 2026. Für mich heißt es jetzt Abschied nehmen hier aus der Region. Es geht jetzt zurück nach Buenos Aires und ja, von euch möchte ich mich herzlich verabschieden. Danke, dass ihr dieses Video geschaut habt und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, André läuft. Dankeschön.